Mein Name ist Michel Friedmann, ich bin Mensch. Heute bin ich 66 Jahre alt. Mein Beruf, akademisch gibt es verschiedene, aber ich glaube, mein Beruf besteht darin, Menschen miteinander zu verbinden. Man muss sich meine Kindheit als ein relativ einsames Leben vorstellen. Es gab ja in der damaligen Zeit keine Kitas, auch Kindergärten waren eigentlich nicht das, was der Alltag war. Ich bin 1956 geboren. Das heißt, ich war im Prinzip die ersten Jahre zu Hause. Und in dieser Zeit gab es auch in Paris, wo auch Überlebende der Shoah aus Polen letztendlich die Gesellschaft meiner Eltern waren, nicht sehr viele Kinder. Ich bin also unter Erwachsenen aufgewachsen. Und das vergifteste und trotzdem größte Kompliment, das ich ununterbrochen hören wollte, war, dass mir dann die Erwachsenen gesagt haben, ich sei altklug. Das hörst du als Kind gerne und denkst, wow, altklug heißt erstens klug und zweitens alt bedeutet, du bist viel reifer als dein Alter. Ich war 5, 6, 7, 10. Gleichzeitig zeigte es aber und drückte es diese nicht gelebte Kindheit aus. Meine Mutter war eine gebrochene, zerbrochene Person. Sie war 16, als sie ins Ghetto kam. Ich glaube, zeitlebens war ihre Traumatisierung etwas, was sie nicht überwunden hat. Sie hat, wie Menschen das dann doch können, und unser Gehirn ist da ja bemüht darum, dass wir am Ende so erträglich und glücklich leben können, wie es nur geht. Also wir formatieren Erinnerungen um, wir schreiben unsere Geschichte um, wir versuchen durch Synapsenbildung und Neuerfahrungen das Leben irgendwie lebbar machen zu können. Und das hat sie auch getan. Also man darf sich hier jetzt nicht einen nur depressiven Menschen vorstellen, sondern sie war dem Menschen immer noch zugeneigt. Ich glaube, das ist das Paradoxon, das ich erlebt habe, dass meine Mutter Menschen geliebt hat, das Leben geliebt hat, eigentlich dem allem so zugewandt war, aber gleichzeitig eben auch diese traumatische Erfahrung von einer in sich so sinnlosen Gewalt erlebt hat. Ich kann ihre Angst sehen. Ich hatte nie in meinem Leben Urvertrauen, weil ich von Eltern erzogen wurde, die aufgrund dieser traumatischen Störung mir keine Kontinuität angeboten haben. Ich bin wirklich aufgewachsen mit ihren Freunden, die alle genauso traumatisiert waren. Also es waren vorwiegend Menschen, die aus Polen gekommen sind und diese Erfahrung in den Konzentrationslagern, in den Ghettos geteilt haben. Also für mich ist Angst ein bekanntes Gefühl, aber ich liebe zutiefst Menschen. Und ich liebe dieses Leben in einer Art und Weise, wie ich es kaum beschreiben kann. Also wenn man das jetzt wieder psychiatrisch diskutieren würde, wäre ich wahrscheinlich ein optimistischer Depri. Das ist ein lebenslustiger Depri. Das ist zwar scheinbar ein Widerspruch, aber sowas soll es auch geben. Aber neben all dem ist meine Traurigkeit ein Lebensgefühl, an das ich mich eigentlich erinnere, seitdem ich mich erinnern kann. Man muss die Komplexität der emotionalen Achterbahn in diesen Familien sich sehr bewusst vor Augen halten. Ich erinnere mich an große Feste, auch wo meine Großmutter in Paris Gäste hatte, und ich war immer unterm Tisch, denn Kinder sind immer unterm Tisch, weil sie ja nicht ins Bett wollen, wenn die vielen Leute kommen. Und es wurde gelacht und es wurde getrunken und es wurde gegessen. Und dann musste nur jemand sagen, erinnerst du dich noch an Chaim? Und plötzlich war Stille und Tränen flossen. Das kannst du als Kind überhaupt nicht begreifen, weil du verstehst nicht, was da gerade abgegangen ist. Erst haben sie gelacht, dann haben sie geschwiegen, jetzt haben sie geweint. Aber diese Achterbahn der Gefühle ist auch in der Beziehung unmittelbar mit meiner Mutter, mit meinem Vater immer spürbar gewesen. Was ich damit ausdrücken will, ist, es gab keine Verlässlichkeit, keine Kontinuität, auch im Verhältnis zu mir als Kind. Aber die erste
Erinnerung ist die Umarmung und meine letzte Erinnerung ist, als ich sie dann im Krankenhaus auf der Intensivstation begleitet habe, meine Umarmung, als sie starb. Ich bin da nicht anders wie alle anderen Kinder. Am Anfang sind es deine Eltern. Und dann kommen Menschen dazu. Ganz unmittelbar war das Oskar Schindler, als wir dann nach Deutschland gekommen sind. Er war der Lebensretter. Er war auch meine Lebensrettung, nachdem wir nach Deutschland gekommen sind. Und ich war wirklich furchtbar dagegen, nach Deutschland zu kommen. Erstens ist Paris schöner als Frankfurt, aber was machen wir in dem Land der Menschen, die uns umgebracht haben? Und in dieser Zeit, wir sind in den 60er, 70er Jahren, bestand das Land doch sehr vorwiegend aus diesen Menschen. Meine Lehrer, alles waren irgendwie auch Lehrer, die in meinem Gymnasium wahrscheinlich den jüdischen Michel der Gestapo ausgeliefert hatten. Und dann kam Oskar Schindler in mein Leben, denn der war in Frankfurt. Und in diesem Moment begegnete ich also einen Deutschen. Ich konnte seitdem dann nie mehr sagen, die Deutschen. Ich begegnete also einen Deutschen, der in seiner Einfachheit so überraschend und überzeugend war. Nicht? Also es war jetzt kein Intellektueller, das war kein gebildeter Mann, das war kein Mann, der irgendwas studiert hat. Er war eigentlich in der Sicht von bürgerlichen Menschen, auch moralisch nicht so besonders hoch angesehen. Er war ein Säufer, er hatte viele, viele Frauen, obwohl er verheiratet war. Aber das Erstaunliche für mich war, dass so ein Mann in einer entscheidenden Zeit sich im Gegensatz zu all diesen Moralisten, die vielleicht Geliebte hatten, nur keiner weiß es, Menschen geholfen hat, Menschen in Klammern Juden, und dabei sein eigenes Leben mehr und mehr mitriskierte. Und ich war mir klar, dass dieser Mann, der dann bei uns zu Hause war, die Grundlage dessen war, dass wir überhaupt zu Hause lebten, dass wir überhaupt lebten. Und ich als Kind nicht gezeugt worden wäre, wenn meine Eltern nicht von ihm gerettet worden wären. So. Und es gab etwas anderes, was der ganz tief in mir eingegraben hat, als ich in Deutschland war, übrigens ein Phänomen bis heute, haben die meisten Menschen dann gesagt, ja, was hätte ich denn tun können? Was kann denn ein Einzelner tun? Und die da oben und keiner hört auf mich. Und er hat aber was getan. Und wenn er etwas getan hat, noch dazu kurz vor Ende des Krieges und noch in Polen, was hätten also Millionen Menschen 43, 42, 41, 40, 39, 35, 34, 33 tun können? Und hätten sie es getan, dann hätte dieser Mann nichts tun müssen. Und in mir ist deswegen eingegraben, dass dieses Wort, was kann man denn als Einzelner tun, eine untaugliche Rechtfertigung ist, eine Selbstlüge ist, weil man es eben nicht getan hat. Aber man hätte und kann immer etwas tun. Und es ist ganz einfach. Ich habe dann angefangen, was zu tun. Ich habe einfach nie mehr geschwiegen, ich habe die Klappe aufgerissen, ich wurde Klassensprecher, ich wurde Schulsprecher, ich habe mich in der jüdischen Gemeinde engagiert, ich habe mich im öffentlich-politischen Raum engagiert, ich bin Menschen auf den Keks gegangen, auf die Nerven gegangen, ich habe widersprochen, ich habe nicht hingenommen, ich habe mich gequält, ich habe Nächte nicht geschlafen, ich habe mich engagiert, ich habe Demonstrationen organisiert, ich habe mit vielen, vielen Menschen gesprochen, ich bin in Schulen besonders gegangen und habe mit jungen Menschen gesprochen, ob sie eigentlich wissen, was das bedeutet, dass wir in Freiheit leben, dass wir demokratisch sind, ob sie sich eigentlich bewusst darüber sind, woher wir kommen. Und wenn ich wir sage, meine ich jetzt Deutschland und die Deutschen und nicht ich als jemand, der eigentlich aus Paris kam oder aus Polen kam. Also ob wir überhaupt verstehen, was für ein Goldschatz wir haben in unseren Händen. Ich glaube, was er mir geholfen hat, zu überwinden, ist Angst vor Autoritäten. Du konntest von mir aus Bundeskanzler sein, Papst sein. Das habe ich zur Kenntnis genommen, aber am Ende warst du für mich ein Gesprächspartner, immer auf Augenhöhe, und ich ließ mich nicht mehr klein machen. Und was ich versucht habe, gerade innerhalb der jüdischen Gemeinschaft herzustellen, ist ein emanzipatorischer Prozess. Also wir sind Menschen wie alle anderen auch. Und wenn wir irgendetwas zu
Klagen haben, dann gehen wir auf die Straße und demonstrieren, wie alle anderen auch. Wir diskutieren nicht mehr mit den Machtmenschen in ihren Büros und machen die Türen zu, sondern wir machen sie ganz auf und machen das ganz transparent, wie die Gewerkschaften, wie die Katholiken, wie jeder andere auch. Was ich versucht habe, in der jüdischen Gesellschaft und Gemeinschaft wieder aufzubauen, war: Ich bin Jude, darf es sein, wenn ich will, und wenn ich es will, dann bin ich nach außen ein Mensch, der zu seiner jüdischen Identität steht, wie jeder andere auch. Wir sind keine religiöse Familie gewesen, obwohl mein Vater aus dem Städtel kam und im Cheder war. Aber nach dem Krieg haben sich im Prinzip meine Mutter ganz, mein Vater außer 3 Tage Jude in der Synagoge, wo er wieder Cheder-Junge wurde. Also meine Eltern haben sich eigentlich aus der Religion verabschiedet. Natürlich gab es ab und zu ein Schabbat und bei den hohen Feiertagen war plötzlich alles ganz religiös. Und wenn mein Vater aus dem Cheder kam, konnte der das runterbeten von A bis Z. Ich bin, seit ich ein Stück erwachsener geworden bin, das heißt seit der Zeit, wo ich Pickel hatte, ein Mensch, der mit Religion nichts anfangen kann. Ich glaube nicht an Gott und orientiere mich lieber an Verstand, Argument, Wissen als an Glauben. So, das ist das eine. Und die jüdische Kultur, ja, ich bin mit der jiddischen Kultur aufgewachsen, was noch was anderes ist als die jüdische Kultur. Und übrigens, die jiddische Kultur ist nicht Klezmer-Musik, wie wir das sehr gerne in Deutschland wissen, sondern die jiddische Kultur war bei uns zu Hause tatsächlich Filme, die in Jiddisch produziert waren. Das weiß man heute gar nicht. In den 30er Jahren hat Hollywood eine Menge von jiddischen Filmen in jiddischer Sprache produziert, weil Millionen Menschen Jiddisch gesprochen haben. Ich habe jiddische Musik gehört, mir in Jiddisch Bücher vorlesen lassen. In dem Sinne habe ich wahrscheinlich mehr Kultur meiner Generation, in der meine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern erlebt, als manche andere. Was jetzt jüdische Kultur ist, hat mir bis heute übrigens keiner erklären können. Ist also jüdische Kultur, wenn ich ein Buch schreibe, weil ich beschnitten bin, aber ich schreibe über die Pflanzen der Südsee? Ist jüdische Kultur, weil ich ein Buch schreibe, wo der Hauptmensch, um den es geht, auch jüdisch ist? Ist jüdische Kultur, wenn ein Maler malt, ein abstraktes Bild und man dann irgendwo nach einem Davidstern drin sucht? Auch das Vertrauen ist aufgebraucht. Und zwar nicht nur, weil jeder 10. AfD gewählt hat, also eine menschenhassende, antidemokratische Partei, sondern weil jetzt, wo wir hier sitzen, gerade beispielsweise der Bericht der Bundesinnenministerin heute über Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus in den Sicherheitsinstitutionen der Öffentlichkeit vorgestellt wurde und die Zahlen steigen und wachsen, weil die Zahl der Gewalttaten explodieren. Und weil der Judenhass dort angekommen ist, wo er immer war, auch wenn er mit Watte und Decken gedimmt wurde, nämlich in der Mitte der Gesellschaft. Das heißt, es gibt eine Schamlosigkeit und eine Gewissenslosigkeit, seinen Judenhass in einer Art und Weise zu produzieren und zu reproduzieren. Und man merkt, dass bei all den symbolischen und abgelutschten Ritualen, wenn dann die Gegenbewegung, vor allen Dingen durch die Regierungsvertreter, irgendwo vor Ort dann erscheint und sagt nie wieder und während den Anfängen, dass das leere Sprüche sind. Ich jedenfalls verbitte mir, dass irgendwelche Repräsentanten des Staates in ihren dann Vorträgen von nie wieder und während den Anfängen sprechen, weil wenn sie das getan hätten, seit sie sagen, dann müsste man nicht diese furchtbare Diagnose der Gegenwart haben. Sie haben es aber nicht getan. Und weil sie es nicht getan haben und ihnen deswegen nichts anderes einfällt, reden sie zwar weiter so, aber der Zustand ist nicht quantitativ, sondern qualitativ einer, wo die Lebensqualität, um mal so einen Begriff zu nehmen, denn auch Juden und Jüdinnen haben das Recht auf Lebensqualität, deutlich schlechter geworden ist. Seit über 30 Jahren müssen Kinder in die Schule gehen und sind daran gewöhnt, dass Polizisten mit Maschinenpistolen da stehen und dann sagen die einfach Hallo. Das heißt, sie haben überhaupt keine Konflikterinnerung, dass dieselben Kinder, wenn sie in einer evangelischen oder katholischen oder weltlichen Kirche sind, keine Polizisten haben müssen.
Und die Tatsache, dass jüdische Kinder Polizei als Bewachung braucht, und nicht nur die Kinder, sondern die Institution, ist doch der sichtbarste Ausdruck, dass etwas nicht in Ordnung ist in diesem Land. Und wenn ich dann jetzt schon wieder nie wieder und während den Anfängen rede, muss ich sagen, wir sind mittendrin. Und wir sagen, wir sind mittendrin, und ich sage das auch nicht aus jüdischer Perspektive, sondern als Bürger dieses Landes. Wir sind mittendrin, dass eine demokratiefeindliche, autoritäre, rassistische Partei immerhin wiedergewählt wurde und damit Systempartei geworden ist, keine Eintagsfliege. Ich bin ein optimistischer Skeptiker. Die Zustandsbeschreibung würde ich stehen lassen. Aber das ist die Zustandsbeschreibung aus einer ganz bestimmten Perspektive. Andere Perspektiven haben deutlich mehr Sauerstoff in ihre Räume zugelassen. Ob das sexuelle Orientierung ist, ob das eben andere Minderheitengruppen sind wie Schwarze. Also der Emanzipationsprozess in dieser Gesellschaft ist in vielen Bereichen auf einen Weg. Langsamer, schneller. Rückschläge und wieder nach vorne. Aber es passiert. Und deswegen würde ich schon sagen, wir befinden uns ja gerade insgesamt in dieser Auseinandersetzung zwischen autoritärer Zukunftsgesellschaft oder weltoffen demokratische Zukunftsgesellschaft. George Tabori, dieser wunderbare Theaterschriftsteller, hat ja den Satz des Grundgesetzes, das klingt so juristisch, die Würde des Menschen ist unantastbar, übersetzt mit jeder ist jemand. Wir haben sehr viele Menschen in unserem Land, ein Teil davon landet bei den Rechtsextremisten, die sagen, einige sind niemand. Und wir haben Ende des 19. in den 20. Jahrhundert hinein in der Aufklärung, dem Humanismus uns dann schon so aufgebaut, dass wir gesagt haben, niemand ist niemand. Aber das reicht nicht. Niemand ist niemand reicht nicht. Der Satz, jeder ist jemand, macht erst diesen humanistischen Anspruch, diesen Anspruch, wir sind Menschen, Punkt, zu dem, was es ist.